Wir müssen das Ganze einordnen lassen von Philippa Vögeding für uns im Bundestag an diesem Dienstagmorgen. Guten Morgen, Philippa. Ja, 10 Milliarden Euro, das ist der Subventionswert, den die Bundesregierung zur Verfügung stellen wollte. Die Ampel kann im Prinzip ja nichts für die Schieflage von Intel. Aber was passiert jetzt mit diesen 10 Milliarden, wenn die jetzt erst mal 2 Jahre rumliegen, oder kann man die jetzt anders einsetzen? Ja, das ist die große Frage, die jetzt schon diskutiert wird. Aber zunächst einmal muss man betonen, dass die Politik hier versucht, erstmal Zuversicht zu vermitteln. Der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt betonte, dass sowohl die Bundesregierung als auch das Land Sachsen-Anhalt weiter hinter diesem Projekt stehen. So sagte er das dem Handelsblatt. Das heißt, diese Hoffnung auf 3000 Arbeitsplätze in Sachsen-Anhalt, aber auch die Hoffnung auf mehr Unabhängigkeit vom asiatischen Chipmarkt, die bleibt erstmal weiter bestehen. Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, hat aber auf Twitter jetzt schon geäußert, er sei dafür, dass man diese Finanzmittel jetzt nutzt für die Reduzierung von offenen Finanzfragen beim Thema Bundeshaushalt. Ich zitiere: Alles andere wäre verantwortungslose Politik. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck hält dagegen. Er spricht erst einmal nur davon, dass man jetzt in Gremien beraten müsse, was denn für Deutschland am besten wäre, was am sinnvollsten wäre. Und dazu muss man noch wissen, dass es in den Kreisen des Wirtschaftsministeriums heißt, dass dieses Geld überhaupt nicht für den Kernhaushalt vorgesehen ist, sondern erst einmal eigentlich nur für den Klima- und Transformationsfonds, in dem auch eine Milliardenlücke klafft. Das heißt, hier zeichnet sich eigentlich schon jetzt die nächste Ampeldiskussion rund um diesen Dauerbrenner Bundeshaushalt ab. Tja, Philippa, aber ich meine, Intel steckt in der Krise und das wahrscheinlich ja auch nicht erst seit gestern. Also hätte man das wissen müssen? Hat man da auf das falsche Pferd gesetzt für dieses Großprojekt in Sachsen-Anhalt, eben auch in Verbindung mit diesen hohen Summen, die da als Subvention gezahlt werden? Ja, um jetzt erstmal die wirtschaftliche Lage zu betrachten, ist es so, dass tatsächlich Intel jetzt schon länger in der Krise steckt, hat zuletzt ziemlich heftige Verluste eingefahren. Und die Prognosen gehen eben auch davon aus, dass das jetzt zumindest im kommenden Quartal erstmal so weitergehen wird. Die Experten der Bank of America sehen da vor allem einen Nachteil bei Intel beim Thema wettbewerbsfähige KI-Beschleuniger. Und deshalb eben jetzt diese ganzen Entlassungen, aber auch die Baustopps nicht nur hier in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Polen. Und die Bundesregierung oder auch die Politik in Sachsen-Anhalt möchte jetzt hier diesen Optimismus weiterhin vermitteln. Doch ihr habt das vorhin schon angedeutet, es gab schon im Vorhinein ziemlich viel Kritik, vor allem an diesen 10 Milliarden Euro Subventionen, nicht zuletzt von einigen Wirtschaftsexperten, wie etwa Clemens Fuß vom IFO-Institut. Er betonte, es sei nicht die Aufgabe primär eines Staates, hier solche Ansiedlungen abzusichern mit so viel Subventionen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass man hier ja versucht, durch diese Subventionen Standortnachteile in Deutschland auszugleichen. Aber man könnte dieses Geld ja auch in die Infrastruktur oder auch in die Bildung im eigenen Land stecken. Und dementsprechend ist es jetzt nicht verwunderlich, dass auch jetzt erste Kritiker hervortreten, wie etwa Markus Blume von der CSU, der betonte, dass nicht einmal Milliardensubventionen der Industrie jetzt helfen, die teilweise durch die Wirtschaftspolitik zunichte gemacht wurde. Philippa, danke für diese Einordnungen in den Bundestag.